wir müssen wirklich irgendeinen Weg finden, Männer, die gerne eine Partnerin finden würden, aber keine finden, Tipps zu geben. Muss wirklich irgendwer anfangen in der Linken. Ich bin's nicht. Es tut mir leid. Ich studiere mittlerweile Volkswirtschaftslehre. Deswegen, ich kann mir eine Marktanalyse des Datingmarkts von dem Kollegen, Genosse, Mensch mit Wert, die Wahrheit über den aktuellen Datingmarkt nicht entgehen lassen. Wie sieht es auf dem Datingmarkt aus? Und es gibt ein Video, was vor 2 Wochen hochgeladen jetzt reactet der auf... Okay, worauf reactet der? Sehr, sehr... Age-Charts. Okay. Danke. Chad, einfach ein Chad. Oh mein Gott, was? Ach so, das ist der Stream, wo er das hernimmt. Wie heißt das Video? Gut, dann suche ich es halt selber. Age Charts, Dating Market. Passt. Love made logical. Es gibt nichts, was ich weniger haben möchte, dass das verlogisiert wird als Liebe. Das soll bitte schön unlogisch bleiben. Das macht's ja so schön. This is a chart showing how men perceive women's attractiveness. Looks pretty normal. Men tend to perceive women's attractiveness on a standard bell curve. On the scale of 1 to 5, the average is 2.83, with the most common rating being 3. 8% are above the 4 and 17% below a 2. All pretty normal. And here is how women perceive men. Dataclysm. Ist das ein Buch? Ja. Von Christian Rudder. Weiß ich nicht, ob ich dem vertraue. Aber gut. Yeah, doesn't look so good for men. Taking this at face value, only 1 in 6 men are above average in an absolute sense. And if we translate this plot to something more Chat, ihr gehört da alle dazu, keine Sorge. familiar, like IQ, then we have a world where women think 58% of men are brain damaged. When we Aber to be fair, ich rede mit Männern. True. Fucking true. dive a little deeper, translate this plot to something more familiar, like IQ, then we have a world where women think. Ich meine, ja, dann vergleicht das halt mit, dann nimm das und verschieb's halt auf ein komplett anderes Thema, ohne irgendwie einen Grund und mach den Punkt, dass Frauen glauben, dass Männer mit dem Gehirnschaden auf die Welt gekommen sind. 58% of men are brain damaged. When we dive a little deeper, though, if we look at this as men are too ugly dating thing, it's a men are too ugly to hook up with thing. This is OkCupid, one of the biggest dating sites in the world. Sound weird. Wieso ist der Sound so fucked? Gute Frage. Nächste Frage. This is Christian Rudder, the former CEO of the platform. In 2009, looking to promote the platform, Rudder and his team began to release data from the site, giving us an insight into what the dating market really looks like behind closed doors. Dating Market, naja, eine
ein besonderer Bereich des Dating Markets. In 2014, he released the book Dataclysm, summarizing much of the data revealed by the site. Within the book, Rudder displays the differences between how men and women view each other's attractiveness on the site. But when Vielleicht hängt das mit anderen Dingen zusammen, wie zum Beispiel die besondere Dynamik beim Internet-Dating, dass sehr viele Männer auf sehr wenige Frauen treffen und diese Frauen dann aufgrund dieser Tatsache picky sein können, dass die soziale Dynamik Frauen ermöglicht, dass sie eben sehr hart selektieren und dass es vielleicht anders ausschauen würde, wenn diese soziale Dynamik anders wäre. Vielleicht ist das einfach die Eigenheit vom Online-Dating. Wer weiß. Ich habe Studien zu dem Thema, die Abstracts gelesen. Picky sein müssen, ja, sie müssen picky sein. Sie können nicht mit den 20 Leuten, die alle sie ficken wollen, können sie nicht mit allen. Also die müssen picky sein. Dass sich dann natürlich andere Standards entwickeln, ist vollkommen logisch. Dann erstens einmal, woher will ich denn wissen, dass ich das, was im Internet an Dating stattfindet, auf die Realität einfach so übertragen kann? Vielen Dank fürs Folgen. When asked about it in an interview promoting the book and platform, this is what he had to say. Tinder, those curves move even further apart. Match, they move closer together. The male curve barely moves. It's really the female curve that moves Das könnte ein Punkt sein. Dirty Scroll. around. The men kind of have the same curve on all three sides, and it's the female curve that moves around. When OkCupid was acquired by the Match Group in 2011, Rudder got access to the rest of the Match Group's biggest platform's data. Hier wiederum sehen wir, dass wir einen Kategoriefehler haben. Warum soll ich davon ausgehen, dass Dating im Internet genauso stattfindet wie Dating im echten Leben? Wieso soll ich glauben, dass ich von den Leuten auf Tinder sagen kann, ja, so sind die Leute auch im echten Leben? Warum? Warum ist das vergleichbar? The two biggest of which at the time, Kann sein, dass es vergleichbar ist, aber warum? Match.com Ich glaube, es ist nicht and Tinder, vergleichbar. give us a lot of insight into what's really going on here. Although charts or data were never posted, we can estimate based on what Rudder said. This is an estimate of how women perceive men on Match.com, and this is an estimate of how women perceive men on Tinder. We can see that for women, as the dating site becomes more casual in nature, the standards climb. Although people like to push the narrative that women are delusional and have too high standards, the data seems to say the relatively high standards are only for casual intimacy, which when you consider the additional risks women take. Es kann viele andere Dinge haben. Gründe haben. Das ist ein Grund, wahrscheinlich. Wenn es überhaupt ein Grund ist. Es kann einfach nur sein, dass das eine Eigenschaft ist, aber die hat damit nichts zu tun. Also jetzt von diesen, warum so, kann ich euch einfach sagen, dass das nicht statistisch valide ist, was er jetzt hier macht, die Inferences, die er tätigt. Kann ich das sagen oder muss ich das jetzt einzeln argumentieren? Ich kann es vielleicht einmal durchargumentieren. Also, Match.com und Tinder unterscheiden sich in sehr vielen Dingen. Erstens einmal die Leute, die sie verwenden, die Demografie von diesen Plattformen sind ganz anders. Match.com, das sind wahrscheinlich eher Leute, die älter sind. Ich kenne Match.com gar nicht, das dürfte irgendwie so eine ältere Website sein. Die Leute, die das verwenden, sind locker im Schnitt 15 Jahre älter als die Leute, die Tinder verwenden. Das ist mal das eine. Das, was diese Leute wollen, ist auch ganz anders. Das heißt, da haben wir dann vielleicht diesen Serious Casual Faktor drinnen, aber das ist nur einer von ganz vielen. Das Marketing ist ein anderes. Wahrscheinlich ist der Algorithmus auch etwas ganz ein anderes. Die Leute, vielleicht ist das Ratio von Männern zu Frauen auf diesen unterschiedlichen Seiten anders. Wissen wir nicht. Das alles wird ausgelassen, sondern wir glauben einfach, dass der einzige Faktor, der relevant ist, ob man jetzt nur einmal ficken will oder ob man eine feste Beziehung sucht. Es gibt viele andere Gründe. Jetzt habe ich nach denen gegoogelt und jetzt werde ich. Nein, du wirst nicht mehr los. Warum soll das jetzt genau der Grund sein? Wir werden es wahrscheinlich nicht erklärt bekommen. Standards are only for casual intimacy, which when you consider the additional risks women take on with intimacy, the relatively high standards seem reasonable. Okay. Essentially, Good point. women are thinking, if I'm going to take the risk of a casual hookup, you better be attractive. The next question is then, what makes someone attractive? To answer this question, I'd like to bring forward a study from 2016,
looking at what women look for in a speed dating context. The study started by giving women a list of 6 traits and asking them to assign points to each trait based on how important it was to them. The average distribution of points the women provided looked like this. All attributes given near even value. After completing the dates, the women were asked to assign the points to the men at the dating event, then which men they were going to see again. This is the chart displaying the actual distribution of what was seen as important by the women at the event. Physical attractiveness was by far the most important attribute, with the amount of positive responses. Das ist das Einzige, was du bei Speeddating bewerten kannst. Du lernst die Persönlichkeit einer Person nicht in 2 Minuten kennen. Du weißt nicht, ob die Person lustig ist. Du weißt nicht, ob die Person ernsthaft ist, also sincere. Natürlich, das ist aber dem Speeddating geschuldet. Ja, natürlich. And level of physical attractiveness having an astonishingly large correlation coefficient of 0.801. For comparison, the correlation coefficient between IQ and academic performance is 0.54. Think about that for a second. Was ich vielleicht noch gerne dazu sagen würde, das ist aus dem Jahr 2015. Das Video von diesem Mensch mit Werttypen, das hat einen das hat den Titel, wie ist es in 2024? Was? For those wondering, online dating shows an even stronger correlation, with the data from OkCupid showing a 0.92 correlation coefficient between physical attractiveness and the perceived attractiveness of a profile. Jetzt haben wir die Korrelation, Kausalität. Auch eine starke Korrelation bedeutet keine Kausalität. Was ist, wenn Physical Attractiveness der Weg ist, über das stattfindet, aber der Auslöser was anderes? Mechanismus? Allein von diesen Korrelationen kann man nichts ablesen. Erstens. Zweitens, ich frage mich, ob die Methodologie sauber ist. Ich habe meine Zweifel, aber wir machen weiter. Confirming what a lot of men have recently begun to realize, physical attractiveness is just as important to women as it is for men. Wer ist da jetzt die Facecam? Und wer ist der in dem Video? Keine Ahnung. Zu verwechseln ähnlich, ich weiß, ja, sehr richtig. Women just Habt don't ihr euch auch admit it. gedacht, oder? Another thing I think most people aren't aware of is the effect of attractiveness is exponential. The 2011 study, What Makes People Click, Mate Preferences in Online Wir haben hier schon wieder das Problem Online-Dating versus Real-Life-Dating oder Reality. dating looked at various traits to see what makes people attracted to each other. The study separated the 22,000 participants' facial attractiveness into deciles of attractiveness, with the top 10% getting separated into 2 groups, giving the top 5% their own group. To no one's surprise, the study found attractive people were significantly more likely to receive messages and match requests, Tippfehler. but the distribution was eye-opening. We see a steady climb in matches and messages as participants get more attractive until we get to the top 5%. Miles above the rest, the top 5% of men dominate in online dating, Kann ich bestätigen. seen as more than twice as desirable as the 90th percentile man. Data released from OkCupid touts similar, if not even more telling results, showing the exponential effects of physical attractiveness. Each percentile makes a bigger and bigger difference the closer you get to the top. I don't want the takeaway from this Warum? video to be that Genau, looks ich are the auch. only thing that matter. Because they're not. Another large contributor to a man's attractiveness is his social status. If we look again at the What Makes You Click study, we can see a large contributor to a man's perceived attractiveness is his occupation. Irregardless of a man's individual income, the industry he worked in had a large impact on if women attempted to match with him. This is a chart showing the attractiveness of different industries men in the study worked in, Werden Inferenzen getätigt? and my fuzzy best estimates Oder bleibt das alles im Bereich der Korrelation? of the average salary in those industries. As you can see, Kenn ich, there's a Hashtag, correlation between the average salary in the industry Hashtag struggle is real. Ja. and the attractiveness of it, but it's certainly not a one-to-one. Industries like computer engineering, science,
government, politics, and financial accounting make a large amount of money, but don't give the men in them much of an attractiveness boost. Industries like firefighting, law enforcement, and military don't make a ton of money, but give the men in them large boosts in their attractiveness. Wenn wir uns das mit Online-Dating anschauen, dann hat das wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass viele Frauen, die online daten, gefickt werden wollen. Und die was okay, sollen sie machen. Und die denken sich, dass jemand, der ein Feuerwehrmann ist, Polizist oder Militär, dass der das kann. Meine Theorie. Tiefer rennt's auch nicht jetzt bei Online-Dating. Attractiveness. And over here, Ja, welcher Job ist da ganz links? So, jetzt bin ich gespannt. less attractive than being unemployed are service, hospitality, and labor. Das ist fucked up. And up here, in the corner, the highest paid Seltsame, nein, überhaupt, das ist das ist die Wahrheit, das ist keine Theorie, Alter, das ist eine Wahrheit. and most Fucking Kamera, Alter, ich kaufe mir einen neuen. attractive career option for men, legal/attorney. Maybe your Ah, okay. Never mind. parents were right Influencer. about considering law school. Something I've heard discussed a lot over the last few years is how men get better with age while women only get less desirable. And while the Ja, gut. Ich meine, MILFs und GILFs sind jetzt zwar, den Trend blenden wir aus, aber gut. former is true, the latter isn't. This is a Sure. chart showing the age at which men and women are most desirable to each other at every age. The thing that sticks out the most is that men's preferences don't really change as they age, always being the most interested in women 20 to 22. Ist das nicht fucking weird? Ist das nicht fucking weird? Schon, oder? I think Ich finde. we all knew that, though. Nein, hab's nicht, aber gut. Something I don't Nice think to most know. men realize is that the prime demographic they're interested in, 20 to 22-year-old women, are most interested in 21 to 25-year-old guys. Habe ich jetzt nicht kommen sehen, Chat. Also das, bei aller Liebe, habe ich nicht kommen sehen. That's your peak, guys. It's not your early 30s, and it's certainly not 38. It is worth noting that as a man, you'll Okay. Ich war mir nicht sicher. Ich hab immer gedacht, diese Grafik ist mathematisch sehr präzise. Aber nein, scheinbar nicht. early 30s, and it's certainly not 38. It is worth noting that as a man, you'll receive the most attention from women in general between the ages of 25 to 30. This essentially means men have two primes. Entschuldigung, to be fair, ich muss sagen, This essentially ich finde seine Haare sehr schön. Chad-Haare. means men have two primes. A first prime from the ages of 21 to 25, when prime women Bin ich. in 20 to 23 are most attracted to you. And a second prime from ages 25 to 30 when you get the most attention from women overall. I think it's also worth pointing out that even women start wanting to date a little younger as they get older. Dating truly is a younger man's game, and despite men seeming to age better in women's eyes than women do in men's eyes, Father Time Scheinbar, weiß ich continues nicht. to stay undefeated. Now, there's one more thing in the What Makes You Click study I want to show you. When reading through the study, I found this. The researchers concluded that both men and women's height preferences depend on their own height. Basically, being shorter than a woman will on average make you be seen as significantly less attractive than a man of the same height as her. Das ist übrigens fucked up. Das ist vollkommen richtig. Das, ja. And in Ich als jemand, der das Glück hat, wirklich genau in der Mitte 1,80 groß zu sein, 1,80 in der Früh, 79 untertags. Ich kann sagen, ich habe Freunde, die kleiner sind als ich, die werden so verarscht. Richtig fett, aber richtig ungut, wo ich so merke, die finden das gerade nicht lustig aufgrund ihrer Größe. Und das ist fucked up. All men are kings. Schaut Männer aus so. a whole nother category Das ist richtig. than men taller than her. I don't think this is too surprising, but here's something I think will be. Yes, this is men's height preferences for women. Outside of being reversed, men prefer women shorter than themselves.
men's height preferences for women are nearly identical to women's height preferences for men, which makes sense when you think about it. Would you want to date a girl 5 inches taller than you? Women Chat, seid ehrlich. feel the same way about dating men shorter than them. Although men and women think similar in regards to height, one thing they don't think similar in regards to is divorce. A commonly thrown around statistic is that women initiate 69% of divorces. Nice. But here's another stat that makes it even crazier. If we look at the percentage of same-sex divorces that are male-male versus female-female, we see that female-female relationships are responsible for 78% of same-sex divorces. Female-female marriages are more common than male-male ones though, 55-45 split. So, we have to adjust for this. After we adjust for the differences in relationship commonality, the relative split of same-sex divorces are 69% women, Nice. 31% men. Despite men and women not even being involved in each other's relationships, the divorce percentages remain the same. Oh. Habe ich schon gesagt, dass mir dieses Kameradings auf die Nerven gehen? Ja, okay, gut, dann erwähne ich es nicht mehr. Bis auf die 2000 Male, wo ich es jetzt noch erwähnen werde. Ich kann dann nur sagen, das alles mag ja stimmen, aber die wichtigste Frage, die wir nicht beantwortet bekommen werden, wahrscheinlich, ich meine, wir werden sehen, warum ist das so? Warum? Weil das ist ja, aber das wäre wichtig zu wissen, damit, wenn wir das schlecht finden, wir was dagegen machen können. Aber die weiß nicht, ob wir die Antwort kriegen. Pretty unbelievable, Mal sehen. right? The current common hypothesis is this is due to trait neuroticism, which measures one's sensitivity to negative emotions. If you take a random man and Citation needed. woman, the woman will be more sensitive to negative emotion, more neurotic, 62% of the time. This is why women are commonly seen as more emotional and volatile, both sub-characteristics of neuroticism. Okay, jetzt kommen die Warnpunkte. Aber Citation needed? Wo? What this means for divorce, though, Wer sagt das? is that in 62% of relationships, the woman will feel the problems in the relationship more than the man will, which explains a large portion of this seemingly astonishing statistic. And there explains a large portion of this. Glaube es doch einfach. Nein? Nein, warum? Ich glaube nichts einfach. Ich bin ein kritischer Denker. Aber ist ein bisschen twitchy. Seemingly astonishing statistic. And there you have it. 8 charts that hopefully change the way you see dating and relationships. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. If you find this kind of stuff interesting, subscribe to my newsletter down below. It's free, with no ads, and I go over concepts and charts like these every Thursday at 9 p.m. So, if you find this stuff interesting, subscribe, and we'll see you in the next one. Ey. Die glauben halt wirklich, dass das so ein Wahrscheinlichkeitsgame ist, und wenn sie ganz schlau sind und alle Wahrscheinlichkeiten durchberechnen, dann können sie die mathematisch perfekte Persönlichkeit entwickeln, sodass sie ficken. Und das ist halt giga-sad. Ist nicht giga-chat, sondern ist giga-sad. Wir müssen wirklich einen Weg finden, Männer, die gerne eine Partnerin finden würden, aber keine finden, Tipps zu geben. Muss wirklich irgendwer anfangen in der Linken. Ich bin's nicht, weil ich kann das nicht. Aber das müssen wir doch, da müssen wir dran arbeiten, liebe Linke.